Ich besitze eine Lelit Bianca, fast 2000 Euro. Und ich besitze eine Gaggia Classic mit Gacimite Mod, circa 600 Euro. Und ich sage dir, der Preisunterschied rechtfertigt sich nicht so einfach, wie ich dachte. Hi, ich bin Chris, leidenschaftlicher Homebarista und heute vergleiche ich diese zwei Maschinen. Aber nicht so, wie es alle anderen machen. Nicht Specs gegen Specs. Ich will dir zeigen, was diese Maschinen wirklich voneinander unterscheidet, welche Philosophie dahinter steckt und für wen welche Maschine gebaut ist. Wenn du neu auf dem Kanal bist, abonniere gerne, um keine Videos zu den beiden Maschinen oder weiterem Kaffeewissen zu verpassen. Fangen wir mit dem an, worüber kaum jemand spricht. Die meisten Leute sehen den kleinen Boiler der Gaggia als klaren Nachteil. 100 Milliliter, das klingt nach einer Spielzeugmaschine. Und unmodifiziert stimmt das auch. Aber mit dem Gacimite und der Thermal Feed-Forward Funktion dreht sich das um. Kleine thermische Masse bedeutet schnelle Reaktion. Wenn du ein sinkendes Temperaturprofil während eines Shots fahren willst, kann die Gaggia das unter Umständen schneller umsetzen als die Bianca. Die Bianca ist stabiler, aber sie ist auch träger. Das ist kein Fehler, das ist Physik. Was auch kaum diskutiert wird. Der Gacimate bekommt Software-Updates. Klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Deine Espressomaschine wird mit der Zeit besser. Features, die vor 6 Monaten noch nicht existiert haben, sind heute Teil des Systems. Die Bianca ist ein fertiges, wunderschönes Produkt. Was du kaufst, ist was du bekommst. Theoretisch könnte Lelit natürlich Updates für die Maschine veröffentlichen, aber ich denke, dann müsste man auch das LLC tauschen. Dass die Maschine so bleibt, wie sie bei der Auslieferung war, ist für viele Menschen genau richtig. Aber die Dynamik wie bei einer smarten Maschine existiert einfach nicht. Die Druckprofilierung fühlt sich bei beiden Maschinen völlig unterschiedlich an. Das Nadelventil der Bianca ermöglicht eine direkte, analoge Steuerung. Man spürt den Widerstand, beobachtet den Durchfluss und nimmt Anpassungen in Echtzeit vor. Das hat fast etwas Meditatives. Bei der Gacimate ist es genau umgekehrt. Man erstellt ein Profil auf der Weboberfläche, drückt auf Brew und die Maschine führt es aus. Keine der beiden Maschinen ist besser, aber sie sprechen sehr unterschiedliche Menschen an. Und noch etwas, das oft falsch beschrieben wird: Was du an der Bianca mit dem Pedal wirklich machst, ist Flow Control. Du drosselst die Wassermenge, was als Nebeneffekt den Druck verändert. Der Gacimite hingegen steuert die Pumpe direkt. Das ist echtes Pressure Profiling. Technisch ein echter Unterschied, auch wenn sich beide Ansätze ähnlich anfühlen können. Kommen wir dazu, wo der Gacimite klar gewinnt. Preis natürlich. 600 Euro gegen knapp 2000, das ist eine gute Mühle Unterschied. Für dieses Geld kaufst du dir entweder eine bessere Maschine oder deutlich besseres Mahlwerk. Und Mahlwerk ist bekanntlich der wichtigste Faktor für guten Espresso. Aufheizzeit. Die Gaggia ist in 10 bis 15 Minuten bereit, die Bianca braucht 20 bis 25. Klingt nicht nach viel, aber über Wochen und Monate summiert sich das. Mit einer smarten Steckdose kann man dem bei der Lelit natürlich entgegenwirken, aber wenn man spontan noch einen Espresso zubereiten will, bevor man die Wohnung verlässt, kann das den Unterschied machen. Wartung. Der Gacimate hat automatisierte Backflush-Zyklen in der Software eingebaut, kein manueller Aufwand. Die Bianca braucht regelmäßige Pflege am E61 Group Head, Schmierung, manuelles Backflaschen. Auch Entkalken ist bei einer Single-Boiler-Maschine deutlich einfacher als bei einem Dual-Boiler. Das ist für viele Leute kein Problem, aber es ist ein Unterschied im Alltag. Größe und Gewicht. Wer eine kleine Küche hat, spürt das jeden Tag. Die Gaggia ist wirklich deutlich kompakter als die Bianca. Und dann der DIY-Faktor. Ein Punkt, der mir erst durch Gespräche mit anderen Nutzern wirklich klar geworden ist. Wer die Gaggia selbst modifiziert hat, der fühlt eine andere Verbindung zu diesem Gerät. Er weiß, wie es funktioniert, er kann es reparieren, er kann es weiterentwickeln. Das ist mehr als eine Maschine, das ist ein Projekt. Für manche Menschen ist das genau der Reiz. Jetzt kommen wir dazu, wo die Bianca klar gewinnt. Dampf. Das ist nicht mal eine Diskussion. Ein Dualboiler ist eine andere Welt. Wer täglich mehrere Milchgetränke macht, wer Gäste bewirtet,
Wer in schneller Reihenfolge brühen und aufschäumen will, die Bianca ist die richtige Wahl. Mit dem Gacimate kann ich einen doppelten ziehen und dann 2 Cappuccinos machen, das funktioniert gut. Aber wenn du die Reihenfolge umdrehst oder 4 Cappuccinos hintereinander brauchst, ist es zwar möglich, aber es wird anstrengend. Verarbeitung und Langlebigkeit. E61 Gruppe, massive Messingkomponenten, Rotationspumpe. Diese Maschine ist gebaut, um Jahrzehnte zu überstehen. Die Gacimate ist cleveres Engineering auf einer Maschine, die ursprünglich für den Einsteigermarkt gebaut wurde. Das soll kein Angriff sein. Ich nutze meine Gaggia seit 5 Jahren ohne ein einziges Problem. Aber der Unterschied im Materialgefühl ist real. Ästhetik. Die Bianca steht auf der Küchentheke und sieht aus wie ein Kunstobjekt. Die Holzakzente, der E61 Chrom, das gesamte Erscheinungsbild. Das klingt oberflächlich, aber wer jeden Morgen an seiner Maschine vorbeiläuft, weiß, dass das eine Rolle spielt. Und der Anschluss an eine Wasserleitung, die Bianca kann ans Festwasser angeschlossen werden, das ist eine echte Option für permanente Setups. Beim Gacimate ist das theoretisch auch machbar, aber kein Standard. Jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo beide Maschinen näher beieinander sind als erwartet. Espresso-Qualität. Das wird viele überraschen. Gleiche Bohnen, gleiche Mühle, gleiches Rezept. Die Shots sind näher beieinander, als der Preisunterschied vermuten lässt, besonders bei mittleren bis dunkleren Röstungen. Bei sehr hellen, dichten Spezialitätskaffees braucht man mehr Temperaturpräzision. Und da hat die unmodifizierte Gaggia früher wirklich gelitten. Aber mit dem Gacimate ist der Unterschied im Alltag klein. Geräuschpegel. Verschieden, nicht besser oder schlechter. Die Vibrationspumpe der Gaggia hat dieses typische hohe Summen, die Rotationspumpe der Bianca ist tiefer und gleichmäßiger. In der Praxis übertönt der Mahlvorgang aber beide. Wiederverkaufswert. Die Bianca hält ihren Preis sehr gut. Eine modifizierte Gaggia ist schwieriger zu verkaufen, weil der Käufer mit der Mod vertraut sein muss. Gleichzeitig gibt es einen aktiven Markt für gut modifizierte Gaggias und der Preis, den man dafür bekommt, ist oft überraschend gut. Das ist regional unterschiedlich, aber kein klarer Sieg mehr für die Bianca. Zubehör. Ich hatte die Gaggia hier anfangs klar schlechter bewertet, aber das stimmt nur teilweise. Ja, das E61-Ökosystem ist riesig und überall leicht verfügbar. Aber für die Gaggia gibt es mittlerweile sehr gutes Zubehör, Bottomless Portafilter, angepasste Siebe, sogar komplett andere Gruppenköpfe. Man muss etwas mehr suchen, aber es ist da. Und jetzt mein ehrliches Fazit, welche Maschine macht besseren Espresso? Wenn ich es auf den Punkt bringen muss, sie sind näher beieinander, als der Preis vermuten lässt. Mit dem Gacimate verschwindet der technische Abstand zum größten Teil, aber Espressomaschinen sind nicht nur Espresso, sie sind Workflow, Ritual, Ästhetik, Milchgetränke und wie viel Freude dir der Prozess macht. Die Bianca ist für jemanden, der das analoge Handwerk als Teil des Erlebnisses sieht. Wer das Pedal in der Hand fühlen will, wer täglich Milchgetränke macht, wer eine Maschine will, die einfach dasteht und schön ist. Ein fertiges Produkt auf höchstem Niveau. Der Gacimate ist für Tüftler, Datenmenschen, Leute, die maximale Kontrolle pro Euro wollen. Und ehrlich gesagt, wer von dort aus upgraden will, der steht vor einem echten Problem. Weil die Softwaremöglichkeiten des Gacimate-Maschinen übertreffen, die 3-mal so viel kosten. Der nächste sinnvolle Schritt wäre eine Decent oder etwas in dieser Preisklasse. Das ist kein kleiner Sprung. Ich nutze beide Maschinen und oft bin ich mir nicht sicher, welche ich lieber mag. Manchmal gefällt mir das analoge Gefühl der Bianca besser und direkt während der Extraktion den Shot steuern zu können. Zu sehen, wie der Kaffee rausläuft und mit dem Paddel etwas zu verändern, den Hebel von der Brühgruppe zu bedienen und so die Extraktion zu starten und zu stoppen. Manchmal aber finde ich auch die Gacimate spannender. Ich überlege mir, welches Profil ich verwende, wie die Temperatur für diesen Kaffee am besten passen könnte oder schaue mir an, welche Profile von anderen Leuten verwendet werden und versuche hier das Beste rauszuholen. Und wenn das Profil gut ist, dann weiß ich, dass ich das 1:1 wiederholen kann. Würde ich vor der Entscheidung stehen, nur eine Maschine zu behalten, wäre ich mir nicht sicher, welche es ist, aber ich wäre mit beiden zufrieden.
Beide verfolgen unterschiedliche Philosophien, die in sich einzigartig sind. Was noch aussteht? Der direkte Vergleich. Gleiche Bohnen, gleiche Mühle, gleiche Rezeptur, Temperaturkurven, Shots nebeneinander und die ehrliche Antwort auf die Frage, ob man den Unterschied dann doch deutlich schmeckt oder man eigentlich fast nichts merkt. Das kommt in einem der nächsten Videos. Ich überlege noch, wie ich die Temperaturmessung am besten mache. Also schreib mir in die Kommentare, welche Aspekte du in diesem Video noch sehen willst. Abonniere den Kanal, um das nicht zu verpassen, und lass einen Like da, falls dir das Video heute gefallen hat. Bleib neugierig und genieß deine nächste Tasse. Bis bald!